Neuer Tag und jetzt geht's auf nach Dresden. Boah, es hat so gut getan, im Bett zu schlafen und zu duschen. Oh, es war ein Traum. Fühle ich mich richtig erholt. Es sind erst noch 480 Kilometer nach Hause. Leider sieht das Wetter nicht ganz so rosig aus. Sehr, sehr schöner Wald, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Ja, es geht hügelig weiter nach Dresden. Es geht nur hoch und runter, hoch und runter. Und Gegenwind natürlich. Dresden! Also Fahrradfahren ist bisher echt nicht einfach. Es gibt nicht so richtig gute Fahrradwege. Das ist manchmal einfach nur hier auf dem Bürgersteig, die nicht so richtig belagte Fahrradwege haben. Und sonst gibt es Schienen, das ja auch super stressig ist, wenn man da nicht hängen bleiben will. Also da bin ich bisher schon Besseres gewohnt. Vor allen Dingen aus Wien. Ein Traum für Fahrradfahrer. Da ist der Elbe-Radweg wieder. Das ist ja auch interessant. Königliches Ministerium des Innern. Das sind schon ganz schön imposante Gebäude hier. Ja, und mal wieder ist eine Brücke gesperrt, wo ich drüber muss. Das ist halt echt immer das Problem, wenn man am Fluss lebt, ne? Da ist man schon ein bisschen abhängig von diesen Brücken. Gehabt, frei für Fahrradfahrer. Ganz schön schön zu fahren hier bei diesem Pflasterstein. So, jetzt sind wir in der Dresdner Einkaufsmeile angekommen. Ist schon interessant, dass sich das mit den Rollern direkt durchgesetzt hat. Ich meine, wann sind die erlaubt? Seit April? Jetzt haben wir September. Das sind die gleichen, die ich in Budapest gesehen habe und Wien. Gleiche Firma oder gleiches Modell. Das ist eine Skulptur der Völkerfreundschaft. Okay. Abstrakt. Schon spannend, jetzt aus dem Ausland zu kommen und zu sehen, wie viele deutsche Firmen sich im Ausland durchgesetzt haben. DM gibt es überall, Sparkasse gibt es überall, Mediamarkt, Fressnapf, natürlich auch die großen Marken, New Yorker, H&M, Kaufland, Deichmann. So, wir kommen jetzt hier drüber. Da. Und, boah, der Regen kommt bald. Also ich finde, das sieht ja irgendwie aus wie eine Moschee. Aber hier steht, es ist Dresdens höchster Biergarten. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde in dieser Form. Aber gut. Wir sind jetzt wieder auf dem Elbe-Radweg. Es kamen schon die ersten Tropfen runter. Eigentlich sollte es in so 2 Stunden losgehen. Aber mal gucken, der Wind zeigt etwas anderes. Aber Zürich kann es wieder rennen, das ist voll gut. Ihr seht schon ein bisschen ihren wilden Charme verloren, finde ich, den man in Tschechien noch. Aber vielleicht kommt da noch was. Wobei ich auch in 28 Kilometern die Elbe verlasse. Richtung Leipzig. Kühe mit Hörnern. Immer wieder ein schöner Anblick. Gibt's ja fast nicht mehr. Oh, es ist voll der Gegenwind. Mal wieder. Hier wird es schon ein bisschen schöner wieder.
Das ist ja eine Gnadenbrotkoppel. Hallo! So, wir sind jetzt in Meißen. Die scheinen auch einen echt schönen Dom zu haben. Die scheinen auch echt ein schönes Schloss zu haben, direkt vor dem Dom. Und irgendwie Meißner Porzellan sagt mir was. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall müsste das ja dann die Stadt sein hiervon. Hier ist schon noch irgendwas mit Manufaktur. Also könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich jetzt nicht total daneben liege. Ist tatsächlich ganz schön aufgeklärt. Vielleicht kommen wir um den Regen drumherum. Das wäre ja schön. Oh. Suri sucht sich jetzt schon selbstständig den Weg zum Fluss. Sehr gut. Hier nochmal einen Blick auf Meißen. Wir verlassen jetzt gleich die Elbe, dann muss ich einen anderen Frischungsort finden. Das ist irgendwie echt interessant. Alle Hundebesitzer schirmen irgendwie ihre Hunde ab, weil wir kommen. Wir müssen die teilweise auch echt festhalten, weil die sonst anfangen würden zu knurren und zu schnappen. Ich verstehe das gar nicht. Suri macht ja überhaupt nichts. Die sitzt ja gar nicht dafür. Tschüss, Elbradweg. Du hast uns jetzt einige 100 Kilometer begleitet. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, was für Radwege wir treffen. Es gibt nichts Offizielles mehr, was wir folgen können. Das ist ja hier nicht so der einfachste Radweg. Suri, komm. Da steht auch Radfahrer, bitte absteigen. Langsam zieht's zu. Es wird nicht mehr lange dauern. Mal gucken, wo wir jetzt ein Restaurant finden mit in der Pampa. So, also laut Wetterbericht sollte nichts mehr runterkommen, weil wir zu weit nördlich sind. Das wäre super. Und das nächste Restaurant sind 20 Kilometern. Das würde auch gut passen. Jetzt haben wir ungefähr 5, halb 6. Das heißt, es wäre so halb 7, halb 8. Es ist dunkel. Das würde perfekt passen. Ist alles dekoriert. Scheint irgendwie ein Fest gewesen zu sein. Oh, Fest auf dem Fahrradweg. Oh, Suri, ich glaube, da musst du wieder aussteigen. Jetzt jagt mich Komoot aber quer durchs Feld. Diesmal ist dieser Weg sogar als Fahrradweg ausgeschildert. Das wird immer besser hier. Boah, was ein Geholp. Puh, also was alles als Fahrradweg durchgeht, das ist ja echt abenteuerlich. Wir sind jetzt echt schon 97 Kilometer gefahren heute. Und hier soll ein Stausee sein und hier soll es sowas wie einen Campingstellplatz geben. Wobei es ein sehr, sehr launischer Besitzer sein soll, laut Google. Ich hoffe mal, dass er uns erlaubt, da zu stehen, dass er noch aufhat, weil ich habe keine Lust mehr weiter zu fahren. Jetzt noch meine Akkus laden, weil hier ist mit den Bergen. Boah, das zieht schon ganz schön. Ich habe auch echt keine Lust mehr zu fahren. Dann muss ich auch nicht so ewig im Restaurant sitzen. Dann kann ich mich jetzt auch schon fast noch was kochen und ins Bett gehen. Das wäre schon mir am liebsten. Aber ich bin echt gespannt. So, also der Besitzer war sehr, sehr nett. Und 6,50 € hätte es gekostet mit Strom und Suri und allem. Und ich habe aber leider nur 5,70 € dabei gehabt. Das hat er mir jetzt auch für 5,70 € gelassen. Also alles easy. Sonst gibt es hier nur noch Angler. Also habe ich auch meine Ruhe. Guten Morgen. Ich finde es wirklich schön, wenn man sieht, wie der Nebel so über das Wasser gleitet. Aber ich zeige euch jetzt mal einen Schlafplatz. Ist nämlich nicht weit weg. Tada! Ich habe mir hier ein kleines, wie eine kleine Höhle gebaut. So war es ein bisschen von oben geschützt und ja, von unten natürlich auch ein bisschen. Ich muss jetzt immer schon Isomatten drunter legen, weil es halt schon echt kalt ist und weil die Matte ja einfach die Luft verliert nachts. Und ich weiß, es liegt ja dann noch komplett auf dem Boden. Jetzt trinke ich den Instant-Kaffee, den ich in der Slowakei bekommen habe. Und dann geht es weiter Richtung Leipzig. Das sind, glaube ich, noch 80 Kilometer. Das heißt, es wird schon noch anstrengend.
Aber dann haben wir heute Nachmittag Leipzig. Bin ich schon sehr gespannt. Und das Wetter wird ja auch echt schön heute. Echt schöner Tag. Einer der letzten leider. Links auf Fahrradweg. Das ist doch kein Fahrradweg. So Komoot hat mich jetzt echt auf einen schönen Radweg geleitet, muss ich sagen. Die geht auch einige Kilometer. Katzeri. Schon immer krass mit anderen Hunden. Katzeri, wo machst du überhaupt nichts? Ich bin mal wieder von der Straße eingesammelt worden und auf einen Kaffee eingeladen worden. Voll cool. Hier ist gerade Erntedankfest. Okay, ich fahr. Wollen Sie weiter? Ja. Ja, dann macht man. Gut. Bis wohin? Kurz Heimat? hinter Kassel. Bis Kassel noch. Ja, nicht heute, aber insgesamt. Ja, ja. Ja, dann mach's mal gut. Ja. Danke nochmal für Ein Glas, kein Problem. Kuchen, Kaffee. Das ist bei uns ja so üblich. Schön. Wohlgestärkt mit Kaffee und Kuchen kann ich jetzt nach Leisnig fahren. Ich meinte, Leisnig wäre eine tote Stadt. Leere Häuser. Ich bin gespannt. Jetzt liege ich schon noch auf einem Berg. Ich muss eigentlich gar nicht in die Stadt, aber das ist die einzige Stadt in der Gegend, wo es einen Geldautomat gibt. 0 Euro. So, wir sind im Zentrum. Man kann tatsächlich schon sehen, dass es einige leere Läden gibt. Also der Marktplatz sieht schön aus. Aber es sieht auch hier leere Gebäude. Ich habe auf jeden Fall recht gehabt. Das sieht ja aus wie Hundertwasser. Gibt es Hundertwasser in Sachsen? Das ist ja spannend. Wow, Solarland. Hoho, wie viele das sind. Richtiger Radausflug hier. Hier sind echt viele Radfahrer unterwegs. Aber es ist auch der Muldetal-Radweg. Der scheint irgendwie sehr begehrt zu sein hier in Sachsen. Ach ja, ist ja auch nett hier. Also es gibt hier tatsächlich fast durchgängig Fahrradwege. Damit hätte ich echt nie gerechnet in Sachsen. Der ist so 20 Kilometer vor Leipzig. Ja, Komoot weicht vom Fahrradweg nach Leipzig ab. Ich bin Komoot gefolgt. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich meine, hier ist ein See, ist nett, aber die Straße ist so richtig beschissen. Es ist ein größeres Wasserloch als das andere. Ich bin ja noch immer nicht so sicher, ob die Straße nicht irgendwo endet, wenn man nicht weiterkommt. Aber hier sieht man Autos, das beruhigt mich zumindest schon mal. Ja, nicht immer größer. Da müssen wir schon über das Feld ausweichen. Tada! Leipzig! Zwar noch nicht so richtig ganz, aber fast. 12 Kilometer. Ah, jetzt sind wir in Leipzig. Ach, hier ist hier viel los. FC Bayern München Bus. Wir sind ein bisschen Chaos gerade, weil der FC Bayern Bus den Hauptbahnhof blockiert. Beziehungsweise diese eine Straße, wo jetzt die kein Bus mehr durch können, sind die alle hier durch.
Überall die Bayern-Fans. Die Städte sind immer so voll. Also Leipzig an einem Sonntag ist nicht der beste Wochentag dafür. Jetzt geht's wieder raus aus Leipzig. Hier ein bisschen zu voll gewesen. Sprengung der Brücke bei dem Rückzug des französischen Heeres 1813. Ah ja, war hier eine Brücke. So, durch den Stadtpark. Also Leipzig Richtung Westen scheint ein richtiges Ballungsgebiet zu sein. Also ich fahre jetzt bestimmt schon 15 Kilometer einfach nur geradeaus diese Straße. Und es kommt einfach ein Ort nach dem anderen. Man merkt gar nicht, wenn ein Ort aufhört. 20 Kilometer ist Halle. Mal gucken, ob dazwischen irgendwas Grünes ist. Oh, das ist immer ätzend, wenn die immer Baustellen haben. Dann muss man woanders lang fahren und man weiß immer nicht, ob das auch für Fahrräder gilt. Wo die einen umleiten, ne? Wenn die jetzt einen über die Schnellstraße umleiten, dann wird es schwierig. Oh, eigentlich hätte ich da runter gemusst, aber der Bürgersteig ist hoch und ich komme überhaupt nicht runter. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich ganz da hinten links fahren kann mit dem Fahrrad oder halt nicht. Oh, jetzt! Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich habe schon 2 Campingplätze angerufen und beide sind komplett ausgebucht. Das sind die einzigen beiden, die in der Nähe sind. Weil ich dachte, das ist am praktischsten, dann hätte ich jetzt schon schlafen gehen können quasi. Also kochen, schlafen und beide Akkus laden in der Zeit, weil ich schon meinen zweiten halb leer gefahren habe. Naja, jetzt muss ich mich doch in ein Restaurant setzen. Bis 11 warten, bis ein Akku voll ist. Todmüde sein. Dann habe ich immer noch einen halb leeren. Ist echt doof, aber tja, krass. Echt krass, es ist September. Ja, es ist mal wieder lustig, wie eins zum anderen kommt. Ich war hier im Schrebergarten und wollte eigentlich nur einen Radler trinken und so ein bisschen mein Akku laden, damit ich weiter zu einem See fahren kann, was so 20 Kilometer entfernt ist. Das sind ja beide Campingplätze hier komplett voll. Da dachte ich, okay, fährst du zu einem Italiener, isst da was und es dauert halt wieder bis 23 Uhr. Also ich meine, der hat bis 23 Uhr auf. Das heißt, dann kann ich bis 23 Uhr meinen Akku laden, da muss ich mir einen Schlafplatz suchen. Ich habe schon gedacht, boah, das wird eine ewig lange Nacht und dann ist auch nur ein Akku geladen. Oh. Naja, und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht bis dahin komme mit meinem Akku. Dann habe ich gedacht, gut, gehst du hier in diesen Schrebergarten, trinkst einen Radler und ja, dann fährst du halt weiter. Ja, dann habe ich hier meinen Radler getrunken und ja, die Leute waren am Anfang so ein bisschen, habe ich gefragt, ob ich einen Akku laden kann. Nach dem Motto, wie viel Watt verbraucht er denn? Und ich so, ja, 500. Und die so, boah, das war ganz schön viel. Und ich so, ja, das sind 18 Cent pro Akkuladung, die kann ich auch gerne zahlen. Aber es wäre halt wirklich toll, wenn ich den Akku laden kann. Und meinten sie, ja, okay. Und es war halt krass, weil das allererste Mal war, dass sich jemand irgendwie so gedacht hat, boah, mit Strom und so, das ist aber ganz schön teuer. Das ist mir in keinem Land bisher passiert. Ja, dann habe ich mein Bier getrunken und dann kam ein super netter anderer Mann zu mir, ein anderer Radfahrer, der gar nicht zum Schrebergarten gehört. Der hat mich dann so ein bisschen über die Reise ausgefragt und meinte, es wäre ja total spannend und total selten, dass hier überhaupt jemand vorbeikommt, der hier nicht zum Schrebergarten gehört und dass er auch das zweite Mal erst hier wäre. Und ja, dann hat er mir einen Radler noch ausgegeben und dann hat er tatsächlich für mich gefragt, ob ich hier schlafen darf. Weil er meinte, das ist hier direkt in Halle. Dann war quasi die Leiter vom Schrebergarten auch direkt da und dann meinten die, ja, wenn es eine Nacht ist, kein Stress. Und ja, und jetzt kann ich tatsächlich hier schlafen. Mega gut. Es ist super geschützt und ich habe keine Lust, mein Zelt aufzubauen. Das heißt, ich habe jetzt, oh, ich glaube, das sieht man nicht. Ich zeige das morgen früh. Mein Tab entspannt. Und jetzt esse ich noch zu Abend und dann gehe ich schlafen.